Excel ist eins der beliebtesten Buchhaltungsprogramme überhaupt. Ob es tatsächlich auch das Beste ist, das klären wir in diesem Video. Und um diese Frage zu beantworten, ob es denn das beste Buchhaltungsprogramm ist, sollten wir als erstes, auch wenn es erstmal ein bisschen theoretisch klingt, die Frage beantworten, was ist denn eigentlich Buchhaltung? Weil so ganz eindeutig ist das nicht. Ich erinnere mich immer noch an meine Mama, liebe Grüße, falls du dieses Video jemals sehen wirst, die immer einmal im Jahr sich hingesetzt hat und gesagt hat, ich mache jetzt meine Steuern. Und Steuern war für sie, ich schreibe Rechnungen, ich erfasse die Eingangsrechnung, ich erfasse die Zahlungen, ich mache eventuell irgendwelche Reisekostenabrechnungen, ich mache Abschreibungen, ich erstelle daraus eine Einnahmenüberschussrechnung, ich mache meine Einkommensteuererklärung, meine Umsatzsteuererklärung und so weiter. Und der Satz, ich mache meine Buchhaltung, ist genauso undifferenziert, weil wir machen unsere Buchhaltung auf unterschiedlichste Arten und Weisen. Was noch relativ normal ist, wir stellen meistens irgendwie eine Rechnung, wenn wir nicht Gutschriften bekommen. Und natürlich kannst du zum Beispiel deine Rechnung in Excel schreiben. Gar kein Problem. Das heißt, für diesen Teil der Buchhaltung ist Excel erstmal gar kein Problem. Du findest unten in der Videobeschreibung auch eine Vorlage, eine Excel-Vorlage. Damit kannst du gerne in Zukunft deine Rechnung schreiben. Kleiner Reminder an dieser Stelle, wir befinden uns gerade in einer Übergangsphase und es wird die E-Rechnung eingeführt. Das heißt, in Zukunft wird das Ganze ein bisschen schwieriger mit den Excel-Vorlagen. Aber Stand heute kannst du deine Rechnungen ohne Probleme in Excel schreiben. Aber das ist ja nicht die gesamte Buchhaltung, weil danach fängt die Arbeit ja erst an. Deine Ausgangsrechnungen sind nur ein kleiner Teil deiner Buchhaltung. Was noch dazu kommt, sind die Rechnungen, die du bekommst. Das heißt, das Rechnungseingangsbuch. Und dann zahlst du die Rechnung und bekommst deine hoffentlich auch bezahlt. Das heißt, wir haben die Ausgangsrechnung, die Eingangsrechnung und die Bank. Und unter Umständen haben wir auch noch Anlagevermögen und so weiter. Was wir aber vor allem haben, ist das, was das Finanzamt am Ende möchte. Das Finanzamt möchte von uns nämlich eine Gewinnermittlung. Und davon gibt es zwei unterschiedliche Arten. Wenn dich das Thema interessiert, ich habe dazu mal ein vertiefendes Video aufgenommen zum Thema Buchhaltung für Selbstständige. Das verlinke ich dir einmal oben rechts. Hier soll es jetzt nicht um die absoluten Grundlagen gehen. Wichtig ist nur, es gibt zwei unterschiedliche Arten der Buchhaltung. Das eine ist die Einnahmenüberschussrechnung. Die ist relativ simpel aufgebaut. Da geht man eigentlich nur hin und schaut sich an, was ist eigentlich auf dem Bankkonto passiert. Also welche Geldeingänge und welche Geldabgänge gab es. Und das wird ein bisschen strukturiert und dann hast du eine Einnahmenüberschussrechnung. Das ist die einfache Art der Buchhaltung. Und diese einfache Art der Buchhaltung, die kannst du machen, wenn du Freiberufler bist oder wenn du Gewerbetreibender bist, aber unter 80.000 Euro Gewinn machst und unter 800.000 Euro Umsatz liegst. Das heißt, wenn du unter beiden Grenzen liegst, dann kannst du eine Einnahmenüberschussrechnung erstellen. Wenn du Gewerbetreibender bist und zum Beispiel über 80.000 Euro Gewinn machst oder auch wenn du eine Kapitalgesellschaft hast, dann musst du eine aufwendigere Form der Buchhaltung machen und zwar bilanzieren. Und das Ergebnis dieser aufwendigeren Buchhaltung ist eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung. Das Ganze ist deutlich komplexer, da schaut man auch immer auf das Leistungsdatum und das Zahlungsdatum und dann werden in der Bilanz Forderungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen und so weiter. Und um es kurz zu machen, diese aufwendige Form der Buchhaltung solltest du bitte auf gar keinen Fall irgendwie versuchen mit Excel zu machen. Da gibt es so viele Stolperfallen, da gibt es so viele Dinge, die du falsch machen kannst. Versuch's am besten gar nicht erst. Da ist die Gefahr, irgendwas falsch zu machen und wirklich anschließend große steuerliche Probleme zu haben, relativ groß. Aber wenn du die einfache Form der Buchhaltung machst, also eine Einnahmenüberschussrechnung, auch dazu findest du unten übrigens in der Videobeschreibung eine kostenlose Vorlage. Schau sie dir gerne an. Dann liegt die Verlockung nahe, das einfach per Hand da einzutragen. Weil die Einnahmenüberschussrechnung ist ja letztendlich nichts anderes als die Auflistung der Einnahmen eines Jahres und der Ausgaben. Natürlich wird eine Einnahmenüberschussrechnung auch irgendwann ziemlich komplex. Also wenn du 1000 Bankkontotransaktionen eines Jahres hattest, dann ist das relativ schwierig, das in so einer einfachen Excel-Tabelle zusammenzutragen. Aber vielleicht bist du ja nebenberuflich selbstständig. Du schreibst 1, 2 Rechnungen im Monat und hast 3 Ausgaben. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, muss ich jetzt für diese 5 Kontotransaktionen pro Monat jetzt ein richtiges Buchhaltungsprogramm anschaffen? Und diese Frage muss ich ehrlicherweise so ein bisschen auf 2 Ebenen beantworten. Und zwar einmal die rein praktische Ebene. Wenn deine Selbstständigkeit wirklich so übersichtlich ist, du 20, 30, 40, vielleicht 50 Buchungen pro Jahr hast, grundsätzlich ein Ordnungssystem hast, mit dem du gut klarkommst und auch ein ordentlicher Mensch bist, der in der Lage ist, dieses Ordnungssystem dauerhaft beizubehalten. Und ganz wichtig, ein separates Geschäftskonto hast. Das heißt, wo du alles Geschäftliche auf einem Bankkonto hast. Und, ganz, ganz wichtig, unterjährig keine Umsatzsteuermeldungen abgeben musst. Entweder, weil du umsatzsteuerlich befreit bist oder weil du halt Kleinunternehmer bist. Dann musst du nämlich unterjährig keine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben. Dann muss ich rein praktisch sagen, dir wird wahrscheinlich mit einer Buchhaltung in Excel auch nichts passieren. Das heißt, dann könntest du das so machen. Damit kommen wir zu der zweiten Ebene, auf der man die Frage auch beantworten muss, ob man mit Excel seine Buchhaltung machen kann. Die Antwort ist, ja, du kannst es, wenn deine Selbstständigkeit wirklich klein ist und du da so ein Übersichtssystem hast.
dann könntest du das tun. Die Antwort ist aber auch, du solltest es nicht tun. In Deutschland gibt es nämlich Spielregeln, wie eine Buchhaltung aussehen muss. Also wie das Finanzamt von dir möchte, dass du deine Buchhaltung machst. Und diese Spielregeln heißen GOBD. GOBD ist die Abkürzung für, und das muss ich ablesen, Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form. Und da sind ein paar Dinge geregelt, die du nicht so einfach mit Excel erledigen kannst. Oder nur mit einem ordentlichen Zusatzaufwand in Excel mit Excel erledigen kannst. Und zwar die Punkte, über die ich spreche, ist, deine Buchhaltung muss nachvollziehbar sein. Sie muss nachprüfbar sein, sie muss vollständig sein, sie muss natürlich richtig sein, du musst die Geschäftsvorfälle zeitnah erfassen, du brauchst eine gewisse Ordnung und sie muss unveränderbar sein. Ich habe zu dem Thema GOBD übrigens auch schon mal ein separates Video aufgenommen, das verlinke ich dir auch einmal oben rechts. Bei Excel hast du ganz häufig ein Problem mit der Unveränderbarkeit und der Nachvollziehbarkeit. Das bedeutet nämlich, wenn du bei Excel einmalig was erfasst hast, dann sollte es, solange die Aufbewahrungsfrist läuft, tatsächlich möglich sein, nachzuvollziehen, was du denn da gebucht hast. Und du darfst nicht in der Lage sein, das irgendwie so zu überschreiben, dass ich das nicht mehr nachvollziehen kann. Also nicht nur das Endergebnis muss ich nachvollziehen können, sondern tatsächlich auch die Arbeit in der Buchhaltung. Das heißt, wenn du einen Deutsche Bahn-Beleg genommen hast und den erfasst hast als Werbungskosten und dann hast du später festgestellt, das sind ja Reisekosten, dann hast du diese Buchung wahrscheinlich korrigiert. Und diese ursprünglich falsche Buchung darfst du nicht einfach löschen, wie du es in Excel machen würdest, sondern du musst sie in einer weiteren Buchung quasi umkehren, also wieder auf Null setzen, um dann anschließend mit einer dritten Buchung die korrekte Buchung vorzunehmen. Dann kannst du später als Außenstehender auch noch Jahre später nachvollziehen, was denn da eigentlich gemacht wurde. Und das Ganze darf nicht in einer offenen, bearbeitbaren Excel-Datei gespeichert werden, sondern muss festgeschrieben werden. Das ist auch der Grund, warum alle Buchhaltungsprogramme, wie zum Beispiel Lexware oder Safdesk, die Buchungen festschreiben und du die dann nur noch stornieren kannst und nicht einfach löschen kannst. Das Problem ist, Excel erlaubt dir quasi immer, das Ganze noch zu machen. Es gibt, wie gesagt, Möglichkeiten, das unumkehrbar zu machen, indem du das dann regelmäßig in ein DMS-System abspeicherst und so festschreibst. Oder indem du halt jedes Mal wieder ausdruckst und in Papier abheftest. Dann ist auch nachvollziehbar, dass jeder Bearbeitsschritt nicht mehr so einfach löschbar ist. Aber ganz ehrlich, wenn du diesen Aufwand betreibst, dann hol dir eher ein Buchhaltungsprogramm. Das heißt zusammengefasst im Klartext, du darfst deine Buchhaltung nicht mit Excel machen. Außer du betreibst diesen exorbitant großen Zusatzaufwand, der es dann ehrlicherweise wahrscheinlich nicht mehr rechnet, das damit zu machen, weil bevor du Geld für ein DMS-System ausgibst, gib lieber Geld für ein richtiges Buchhaltungsprogramm aus, was dir deine Unterlagen vernünftig archiviert und festschreibt. Du kannst, wenn deine Buchhaltung klein ist, du Kleinunternehmer bist, so ein bisschen unterm Radar fliegen und meiner persönlichen Erfahrung nach wird das Finanzamt dir dann auch keine Probleme machen. Garantieren kann ich dir das Ganze aber nicht. Allerdings ist das ja nur der Kern der Buchhaltung. Wenn du eine Weile selbstständig bist, dann weißt du, es gibt rundrum so viele Dinge, die du noch erledigen musst. Sei es nun Zahlungen ausführen, irgendwelche Statistiken führen über die Kunden, die du hast oder einzelne Projekte zu tracken. Wie laufen denn, wenn deine Selbstständigkeit 3 Projekte hat, wie laufen die einzelnen Projekte? Und nicht nur das ganze Unternehmen. Wenn du Reisekosten abrechnen musst, dem Kunden weiter in Rechnung zu stellen. Und all diese ganzen Themen gehören ja auch irgendwie zum Thema Buchhaltung. Nicht Buchhaltung im engeren Sinne, aber im weitesten Sinne sind das ja Aufgaben, die auch irgendwie zu deiner Buchhaltung gehören. Und dafür kannst du natürlich Excel verwenden, aber auch da solltest du dir immer vor Augen halten, dass du die Dinge unveränderbar abspeicherst. Also im Zweifel ausdrucken und du kannst es dir ja auch als PDF ausdrucken, also als PDF abspeichern. Auch dann ist es erstmal unveränderbar. Wenn du zu dem Thema noch Fragen hast, dann stell deine Frage doch gerne unten im Kommentarbereich und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Und wenn du dir jetzt denkst, ja, Excel ist zwar in der Theorie schön, aber ich nehme dann doch lieber ein Buchhaltungsprogramm oder vielleicht einen Steuerberater, dann schau mal meine Empfehlungen unten in der Videobeschreibung an oder klick einfach direkt hier. Und jetzt solltest du ganz dringend unbedingt den Kanal abonnieren, dann verpasst du auch in Zukunft nichts, wenn sich beim Steuerrecht irgendwann mal was ändert. Passiert ja mal. Oder du schaust einfach eins der weiteren Videos, zum Beispiel das hier oder das hier.